seine Jünger traten zu ihm, dass sie ihm zeigten des Tempels Gebäude. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen: Sage uns, wann wird das alles geschehen? Und welches wird das Zeichen sein deiner Zukunft und das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach: Sehet zu, dass euch nicht jemand verführet, denn es werden viele kommen unter meinen Namen und sagen, ich bin Christus, und werden viele verführen. Ich werde hören Kriege und Geschrei von Kriegen. Seht zu und erschreckt euch nicht. Das muss zum Ersten alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird empören ein Volk wider das andere, ein Königreich gegen das andere, und werden sein Pestilenz und teure Zeit und Erdbeben hin und wieder. Da wird sich allererst die Not anheben. Alsdann werden sie euch überantworten in Trübsal und werden euch töten. Ihr müsst gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Alsdann werden sie euch überantworten. Dann werden sie sich viele ärgern und werden untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zu einem Zeugnis über alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, davon gesagt durch den Propheten Daniel. In English. Matthew 24, verse 1. And Jesus went out to the temple, and on the way his disciples came to him, pointing out the buildings of the temple. But he, answering, said to them, See you not all these things? Truly I say to you that here there will not be one stone resting on another, which will not be pulled down. And while he was seated on the mountain of Olives, the disciples came to him privately, saying, Make clear to us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and of the end of the world? And Jesus said to them in answer, Take care that you are not tricked, for people will come in my name, saying, I am the Christ, and a number will be turned from the true way through them. And news will come to you of wars and talk of wars. Do not be troubled, for these things have to be, but it is still not the end. For nations will be moved against nation, and kingdom against kingdom, and man will be without food, and the earth will be shaking in different places. But all these things are the first of the troubles. Then they will be cruel to you, and will put you to death, and you will be hated by all nations because of my name. And numbers of people will be turned from the right way, and will give one another up, and have hate for one another. And a number of false prophets will come, causing error. And because wrongdoing will be increased, the love of most people will become cold. But he who goes through the end will get salvation. And this good news of the kingdom will be given through all the world for witness to all nations. And then the end will come. When then you see the holy place, then the unclean thing which makes destruction, of which word was given by Daniel the prophet. Wann wird dieses passieren? When will this happen? Matthäus 24, Matthew 24, 36 bis 42. 36 till 42 says, Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Aber gleich wie es zur Zeit Noahs war, also wird es auch sein in die Zukunft des Menschensohnes. Denn gleichweise, sie waren in den Tagen vor der Sintflut. Sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen
sich freien, bis an den Tag, da Noah zur Arche hineinging. Und achteten es nicht, bis die Sintflut kam. Sie nahmen sie alle dahin. Also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Dann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird genommen und der andere wird verlassen werden. Zwei werden mahlen auf der Mühle, einer wird genommen und die andere wird verlassen werden. Darum wacht, denn ihr wisst nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Matthew 24, 36 to 42. But of that day and hour no one has knowledge, not even the angels in heaven, or the Son, but the Father only. And as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. Because as in those days, before the overflowing of the waters, they were feasting and taking wives and getting married, till the day when Noah went into the ark. And they had no care till the waters came and took them all away. So will be the coming of the Son of Man. Then two men will be in the field, one is taken and one let go. Two women will be crushing grain, one is taken and one let go. Be watching then, for you have no knowledge on what day your Lord will come. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, What do we want to say with that? die Zeit ist gekommen, wo wir uns bereit machen wollten. Time has come where we should start to get ready. Viele haben es angenommen, Many have accepted, aber viele sind noch blind hinüber weg. but so many just ignored. Einige sind auf dem Weg, Some are on their ways, einige fallen ab some fall apart from the way, und die meisten, die wissen das noch nicht. and then most don't know about the way about Jesus. Jetzt könnte man eine Standpauke halten, Now you could somehow rebuke them, aber ich will es machen wie Paulus but I want to do it like Paul, mit Liebe. with love. Denn im 1. Korinther 13,4 Because in 1 Corinthians 13:4 steht, die Liebe ist gut, it says, the love is good, die Liebe ist barmherzig, love is mercy, die Liebe ist geduldig love is patience, und so patient, weiter. and so on. Ja. Deshalb And therefore, mit Liebe with love. kann man den Leuten aufmerksam machen. With love you can just Auch give them, make them aware of something. in der Offenbarung And in Revelation 21,1 21:1, sagt, ja, dann sah ich einen ganz neuen Himmel and then I saw a new heaven und eine völlig neuartige Erde. and a brand new earth. Der erste Himmel The first heaven, und die erste Erde the first earth waren vergangen. were gone. Das führt mich zu dem Bericht, den ich letztes Mal hatte über meinen Traum. And that brings me to my dream I had last week, Wo ich geträumt habe, dass die Welt zerbricht. where I dreamt that the world will fall apart. Und ich habe nach meiner Familie, nach meinen Freunden, nach meiner Gemeinde gesucht. And I was searching for my friends and my family and my church, Aber ich habe sie nicht gefunden. but I couldn't find them. Und dann fühlte ich mich sehr alleine And then I felt so lonely und war bange. and I was scared. Aber dann springt der Film auf einen Bootssteg oder sowas ähnliches. Then in my dream it just changed the whole scenario to like a pier, like a Yeah. waterside. Und dort ging ich gerade entlang. And there I was just going straight. Dann sah ich, das was heute geschieht, Terroristen, And I saw many terrorists, Überschwemmungen overflooding, und Erdbeben. and earthquakes. Und auf einmal ging jemand neben mir.
just out of the blue, someone was walking along und my sagte zu side mir, and said to me, habe keine Angst, don't be scared, ich passe auf dich auf. I will take care of you. Und am Ende von diesem Pier, And at the end of that pier, da war eine Insel there was an island, und hinter der Insel and behind the island war das Donnerwetter und Gewitter there und was a böse Wolken. thunderstorm and dark clouds. Aber ein kleines Tor oder Öffnung, There was like a small opening. da war die Sonne und die Herrlichkeit. The glory and the sun. Und dieser, der neben mir ging, And the one who walked beside me hat zu mir gesagt, du bist auf dem Weg. said to me, you're on that way. Und ich glaube, And I believe. ich vertraue dem Herrn, I trust the Lord dass ich auf dem Weg bin. that I'm on that right way. Denn ich habe mich dafür bereit gemacht. Because I made myself ready for that. Ich habe mich dazu erklärt, ich will mit dir gehen. Because I said to the Lord, I want to walk with you. Innerlich, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Liebe stehe ich zu dir. Ich werde bei dir With fest. all my heart, with all I have, I will follow you, I will stand for you. Und wie macht man das? How do we do it? Paulus sagt das in den Philippern 3, Paul says it in Philippians 3, verse 12 to 21. ja, ich mache aber die kurze Fassung. I just make the short form. Ich bin noch nicht so weit, I'm not as far as I should, aber auf dem richtigen Weg, but on the right way, so wie in meinem Traum. just as in my dream. Und er sagt auch Epheser 6,10, In Ephesians 6, verse 10, lasst euch stark machen durch den Herrn, just let yourself be strong through the Lord, durch seine gewaltige Kraft. through His mighty power. Zieht die volle Rüstung Gottes an. Just put on the whole armor of God. Zieht die volle Rüstung an. Put Nimmt on the alles. whole armor, everything. Wenn ich jetzt so durch die Straßen gehe in Flensburg, So when I go through the streets in Flensburg, gestern waren wir evangelisieren, yesterday we evangelized, dann sehe ich die Leute, and I see the people. die nehmen es an von dir, They take selber what das you Broschüre say, und dann take a schmeißen sie es brochure, weg. and then maybe they throw it away. Sie wissen nicht, was sie tun. They don't know what they do. Weißt du, was du tust? Do you know what you do? Hast du ihn angenommen? If you accepted Jesus, Bist du 100% sicher, dass du es willst? are you 100% sure that you want to? Denn Christsein ist gar nicht so einfach. Because to be a Christian is not as easy. Meine Umwandlung My transformation startete vor 6 Jahren. started 6 years ago. Und vor 3,5 Jahren And 3.5 years ago, bin ich dann endlich getauft worden. I've been baptized. Ja. Und dann dachte ich, ja so, jetzt alles herrlich. Then I thought, okay, now everything is glory. Ja. Wonderful. Ja. Gott hat alles für mich eröffnet. God has opened everything for me. Jetzt gehe ich hoch im Himmel und Now I ich go to freue mich. heaven, and I'm glad. Schön Anzug anziehen, zum Fest gehen. I go to heaven, to the feast with my nice suit. Aber ich sage euch, vergiss es. I tell you, forget it. So einfach geht es auch nicht. It's not that easy. Man muss beibleiben. You have to keep on that way. Denn ich habe geraucht, Because I've smoked, ich habe getrunken, I've drunk, ich habe gespielt. I've gambled, I Ja. was gambling. Meine Gesundheit war nicht gerade die beste, My health was not the best, aber alles ist weg. but all is gone. Aber es hat erst seit letztem Jahr But since last year, bin ich mir sicher, dass ich mit dem Herrn gehe. I'm sure I'm going with God. Und seit 1. Januar And since 1st of January, hat er mir das Zeichen gegeben, He gave me the sign. Klaus, du bist ein Kind, das mit mir geht. Klaus, your child goes with me. Aber du musst was für mich tun. But you have to do something for me. Geh hinaus und erzähl allen, was sie tun müssen. Out and tell everyone what they have to do. Denn es nützt nichts, nur jeden Sonntag in die Gemeinde zu kommen Because there's not much effort in just going to church every Sunday. und sagen, ja, danke, Yeah, thank you.
Du hast mir mal diese Woche wieder mit der Arbeit geholfen. You helped me in my work. Du hast mir meine Finanzen You helped me in my finances. klar gemacht und alles geht gut. And everything is going well. Nein, No. ich muss für den Herrn arbeiten. I have to work for the Lord. Ich muss was für ihn tun. I have to do something for Him. Ich soll es nicht für mich tun. I shouldn't do it for Ich myself. soll es nicht für euch tun. I shouldn't do it for you. Ich soll es für den I Herrn should do tun. it for the Lord. Denn wenn der Herr sich erfreut über mein, Because if the Lord is glad about what I'm doing, dann freue ich mich auch. then I'm also glad. Also, gereinigt zu werden, To be purified, ist ein sehr, sehr langer Prozess. it's a very long process. Es ist nicht einfach nur mal zum Abendmahl gehen. It's not just to go to the communion. Du musst bereit sein, You have to be ready deine Feinde zu vergeben. to forgive your enemies. Das war das Schwierigste in meinem Leben. That was the hardest thing in my life. Viele haben mich vor den Weg getan. Many people have hurt me before. Und was habe ich denn getan? What have I done? Ich habe zurückgeschlagen. I just fought back. Das tue ich nicht mehr. It's not what I do anymore. Denn Gott hat mir gesagt, lass es sein. Because God said stop it. Er schreibt das ja in der Bibel. Because He writes it also in His Word, in the Bible. Unser Tag jeden Morgen. Unser Tag startet jeden Morgen, Now our day starts every morning bevor wir frühstücken, before we have breakfast mit einem Gebet. with a prayer. Ein Gebet, das wir bitten Gott um unsere Probleme Prayer, we ask God about our problems, wegzumachen, aufzuhelfen. ask God to take away our problems. Und dann lesen wir jeden Morgen in der Bibel. Then we read in the Word every day. Und es ist so wichtig, dass du das jeden Tag It's tust. so important to do it every day. Nur ein kleines Stück, Just a small ein passage, ganz kleines Stück von Gott, just a small piece of God. vom Herrn Jesus Christus, From Lord Jesus Christ, von Paulus, from Paul, Johannes, John, all die Propheten, die die Wahrheit sagen. all these prophets who say the truth. Die sagen die Wahrheit. They say the truth. Es werden viele kommen, wie es steht, They say many will come. und die bilden dir vieles ein. And they will just say so many things. Hör nicht auf sie. Don't listen to them. Und manchmal, also, wenn du um etwas bittest, Sometimes if you ask for something, dann wirst du überrascht, dass du es bekommst. and you'll be surprised that you will receive it. Aber passt auf, von wo das kommt. But be careful from which source it comes. Bist nicht sicher, dass es vom Herrn kommt. It's not sure whether it's from God. Denn Luzifer, der läuft ja hier unten rum. Because Lucifer is walking around here, Und er gibt dir so ab und zu mal was. and he gives you sometimes something. Also pass auf. So be careful. Also mach das, wie Paulus sagt, So just do it as Paul said. zieht die volle Rüstung Gottes an. Put the whole armor of God on. Sei mit Gott jeden Tag, Be jeden with God Tag. every day, every hour. Es ist wie, ja, Sie haben es mal gesagt, wie in eine Einbahnstraße rein. It's like in a one-way street. Wenn du rückwärts fährst, If you drive in the reverse gear, ja, dann kriegst du Probleme. then you get problems. Und so ist es auch mit dem Christsein. It's the same with being a Christian. Wenn du abfällst und wieder zurückgehst, weil es ja schöner ist da, If you fall apart from your faith and you go backwards to your old life, because it was maybe better, dann kriegst du deine alten Probleme wieder. then you get back your old problems. Ist das schön? Is that good? No. Fahr geradeaus nach vorne. Go straight forward. Lass alles Alte hinter euch. Lass es weg. Just let go everything, every old thing. Jetzt, was in der Welt passiert. Now what is happening in the world? Viele Menschen flüchten. Many people are fleeing. Aber es steht ja auch in der Bibel. But it also says in the Bible, Alle Völker werden über die ganze Welt verteilt. all tribes will be among the whole world. Und wenn ihr von etwas flüchtet, And if you flee from something, dann lasst es hinter euch. then let it go of you. Fang ein neues Leben an. Jeder Teil, wo sie den Hammer getroffen hat, Hin.
Das ist das, was wir zielstrebig haben. And he has so much confidence Und sie hatte so viel Selbstbewusstsein, that for her, dass sie selbst, he don't care how many times he will hit that stone. dass es ihr egal war, wie oft sie auf diesen Stein Her goal was the stone would break into two. Ihr Ziel war es, dass der Stein in 2 Hälften zerbrechen würde. Her goal was that the stone would divide into two, that he can break it in pieces. Ihr Ziel war es, dass dieser Stein zerbrechen würde und in Teile teilen. That is her goal. Das war ihr Ziel. So for her, as the guy sing the song, it's mega, 1,000 times, it's mega. He will hit the stone to the time the stone will break. Und dieses Lied, I don't care, er würde diesen Stein so oft schlagen, bis er zum Ziel gekommen So wäre. I went to this lady. Also ging ich zu dieser Frau I said, congratulations. und ich sagte ihr herzlichen Glückwunsch. And he said, why? Und sie sagte, warum? I said, I was looking at you the whole time. Denn ich habe dich die ganze Zeit beobachtet Seeing how we are going to break this stone. und habe gesehen, wie du versucht hast, diesen Stein zu zerbrechen. And he smiled. Und sie lächelte. And he showed me a corner there. Und sie zeigte mir eine Ecke. Huge pile of stones. Ein großer Haufen von Steinen. This is how I've been doing. Und sie sagte, das ist das, was ich tue. It's my job. Es ist meine Arbeit. I know that stone Ich weiß, dieser Stein will never overcome me. wird mich niemals besiegen. I will overcome it. Ich werde ihn Oh, besiegen. come on. Let me tell you something. Lass mich euch etwas sagen. What is in your life Was in deinem Leben that is ist, trying to overcome you? das versucht dich zu überwinden. Pick a hammer. Nimm einen Hammer. Hit it 1,000 times. Triff ihn 100.000 Mal. And it will break into two. Und es wird in 2 Teile treffen. The hammer name is Jesus Christ. Und diesen Hammer, den du nehmen sollst, Mention this name Jesus, den Namen Jesus zu nehmen. and this stone will break in your life in Jesus' name. Dieser Stein wird zerbrechen im Namen Jesus. Can God save? Something can stop God by saving from few or many? No. Kann irgendetwas Gott stoppen durch wenige oder durch viele? Nein. So I don't care if I go hit one time and it break or 1,000 times. I will keep on. Also es ist egal, ob ich diesen Stein einmal treffe oder ob ich da 1000 Mal That is what I know. Das ist das, was ich So weiß. whatever is going on in your life, Also was auch immer in deinem Leben geschieht, whatever is pressing you, was auch immer that your life has been so challenging, so disturbed, dich bewegt und dass dein Leben so herausfordert, you feel like you are in darkness, dass du das Gefühl hast, dass du in Dunkelheit bist, like this blind man. wie dieser blinde Mann, You can't see, und du nichts but I'm siehst. telling you there is good news. Aber ich sage dir, das sind gute You Nachrichten. can hear. Du kannst hören. Use what you can hear, what you can do. Gebrauche das, was du tun kannst. And keep on. Und bleib dran. And you will see the great success. Und du wirst den großen Erfolg You sehen. will see the deliverance that will come to your house. Du wirst die Freisetzung sehen, die in deinem Haus You will geschieht. see the joy that will come to your Du house. wirst die Freude sehen, die in dein Haus So kommt. Father, let me finish my message. This blind man came to Jesus. Also dieser blinde Mann kam zu Jesus, Even though people were stopping him, auch wenn Menschen ihn even stoppen though people wollten, were disturbing him not to come. auch wenn Menschen nicht wollten, dass er kommt. But Jesus stood still, stand still. Aber Jesus blieb stehen. And he says, now, Und er sagte, call that man. ruft diesen Mann. Come on, whatever Jesus will do, Was auch immer Jesus tun wird. even if he will stop the whole universe Selbst wenn er das ganze Universum anhalten to würde, save your life, um dein Leben zu retten, he will do. er würde es tun. Get determined, have that determination spirit. Habe den Geist der Because Zielstrebigkeit, his power denn es ist Kraft. has no limitation. Seine Kraft hat keine Grenzen. Jesus said, hey, come on, Und Jesus sagte, hey, call him for me. ruft ihn für mich. I said, whatever Jesus will do. Und ich sage, was auch immer Jesus I said, whatever Jesus will do was auch immer Jesus tun wird, to save your life, um dein Leben zu he retten, will do. er wird And es this is tun. the reason why. Und das ist He der Grund, promised you warum that er whatever I will do, whatever I will do was auch immer ich tun to werde, save your life, dein Leben zu I will do. Ich werde And this is the reason why. Also was ich Hey, brauche, you went to that werde ich cross. tun. Und ich gehe an das Kreuz. He allowed himself to beat so much. Er hat es zugelassen, dass er so sehr geschlagen wurde. He had the pains for you. Und er hatte diesen Schmerz für He went to dich. the cross for you. Er ging ans Kreuz für dich. Die. Und er starb.
diesen Tod I für want dich. to prove to you Der möchte that beweisen, whatever I will do dass egal to was ich save your tue, life, um dich zu retten, I will do. ich werde es tun. So, for me even to go to the grave, Und auch wenn es bedeutet, ins Grab zu I will gehen, do. ich werde es tun. Whatever I will do Was auch immer ich to tue, save your life, tun muss, um dein whatever I Leben zu will retten. do Ich werde es to tun. heal you, Was auch immer braucht, um dich zu heilen. Ich werde es tun. I told God. Und ich habe I zu said, Gott God, gesagt, you stop the whole sun and moon and rain and everything, Gott, wenn du die Sonne, den Regen und alles stoppen kannst, and to do what I need, um das zu tun, was ich brauche, then do that. dann tue es. Because I need it. Denn ich brauche es. What I do, rain, Egal ob es regnet, I don't care. es ist egal. Whether the sun will shine, Oder die Sonne I don't scheint. matter. But I need what I need. Aber ich weiß, was ich brauche. And that's what I need. Und das brauche ich. So Lord, now, Herr, jetzt. if you don't know, every firstborn don't have patience. Wenn ihr das nicht wisst, aber jeder Erstgeborene hat keine Geduld. They don't have the spirit of waiting. Sie haben nicht den Geist des Wartens. And I'm a firstborn. Und ich bin ein I Erstgeborener. don't have that spirit of waiting. Ich habe den Geist des Wartens. So I've been telling God, God, when I need it now. Und wenn ich etwas brauche, Herr, ich brauche es jetzt. He's been doing it for me all the time like that. You've been doing it for me all the time, I can't wait. Und er hat es für mich schon getan. I will cry right now to get it. Und ich würde jetzt weinen und ich würde es bekommen. I'm sorry my mom died, otherwise my mom said. Es ist schade, dass meine Mutter schon gestorben ist. Sonst If hätte ich I need es something, Wenn ich etwas brauche, hey, pass off, I need it now. dann brauche ich es jetzt. The spiritual and the physical. Im Geist und auch im So Körper. when I need something from God, Also wenn ich etwas von Gott brauche, now, whatever you will stop it for me to get it, stop it, let me get it. was auch immer es abhalten will, stoppe es. So, Es bekommt man. so this man came to Jesus, Und dieser Mann kam zu Jesus and Jesus look at this man. und Jesus sah diesen Mann an Your faith und sagte, dein Glaube make you whole. hat dich ganz gemacht. Wow. Wow. Your faith has made you whole. Dein Glaube hat dich ganz Jesus, gemacht. don't tell me this. Jesus sagt mir das nicht. Don't you think I have faith Jesus, denkst du, ich habe Glauben, for me to come and sit down here all the time? dass ich hier alle Zeit sitzen will? Yeah, my faith to get healed. Ich habe Glauben, geheilt zu I'm werden. here all the time. Ich bin alle Zeit hier. That is why I'm here. Darum bin ich I hier. have faith to get healed. Ich habe Glauben, geheilt So zu you werden. tell me, be healed. Also sage mir, sei geheilt. Or don't tell me my faith has made me healed. Aber sag doch nicht, mein Glaube hat mich geheilt. Jesus was telling him, Jesus sagte zu ihm, because now, denn jetzt, I want to do to somebody now. ich möchte zu jemandem das sagen, Now, jetzt, you haven't going to put yourself in it. du hast dich noch nicht festgelegt You are not sitting down in it. und du sitzt nicht mehr. And you are making a determination spirit. Du hast den Geist der Zielstrebigkeit, Getting up. indem du das Ziel hattest aufzustehen, Take a step. um einen Schritt zu gehen. And because of the step that you have taken, Und aufgrund des Schrittes, den du has made you heal. der hat dich geheilt. Oh! Hey, I tell you, the step that you have made has made you heal. Ich sage dir, der Schritt, den du gemacht hast, der hat dich geheilt. It's not because you don't have faith. Es ist nicht, weil du keinen Glauben hast. It's not because you don't know Jesus. Es ist nicht, weil du Jesus nicht It's kennst. not because you're not going to church. Es ist nicht, weil du nicht zur But Kirche it's gehst. because of the step that you're going to make today. Oder dass du zur Kirche gehst und es ist einfach den Schritt, den du heute machst. Stand up on our feet. Können wir mal aufstehen? You are going to make a step today in your life. Ihr macht heute einen Schritt in eurem Leben. I said you are going to make a step in your life. Ich sage euch, ihr macht einen Schritt in eurem Leben. You are going to make a step in your life. Ihr macht einen Schritt in eurem Leben. I don't know what kind of step is it. Ich weiß nicht, was für ein Schritt es ist, But I know mine. aber ich kenne meinen Schritt. And I'm not going to talk for you. Und ich werde nicht für euch reden. You are going to make it yourself. Ihr werdet es selbst machen. Because you know it yourself. Denn ihr wisst es selber, And you need God dass ihr Gott in some step in your life. reinlasst in In diesen Schritt, some issue in your life. in einer Situation, in You eurem Leben. need Him. Ihr braucht I said you need Him. Ihr braucht ihn. You feel everything has been dark around you. Ihr fühlt, dass alles um euch dunkel You feel ist. that your situation has been a situation that you are sitting. Und ihr habt das Gefühl, dass ihr sitzt. But Jesus is calling you today. Aber Jesus ruft euch He heute. said, now make a step. Und er sagte, macht Oh, einen can you Schritt. raise up your hands at this Könnt ihr moment? eure Arme einmal And ausstrecken just be quiet.
seid ganz still. and just let God speak to you. Und lasst Gott einfach zu So euch that you reden. can make a great step in your life. Dass ihr einen großartigen Schritt You macht. can make a change in your life today. Dass da eine Veränderung in eurem Oh, I said you can Leben make a change in your life today. dass ihr eine Veränderung trefft in eurem Hey, I said you can make a change in your life today. Ihr könnt eine Veränderung in eurem Leben Yes, there's change coming now. Die Veränderung kommt. There's change coming now. Die Veränderung kommt jetzt. Make a decision in your life today. Die Entscheidung ist da in eurem Leben. The thing that you need for so long. Das, was du schon so lange I brauchst. said make a decision today. Ich sage dir, treff die Entscheidung. You have tried for so long. Du hast so lange es schon versucht. You have tried whatever you could. Du hast schon alles Mögliche But I'm versucht. telling you, make a decision today. Aber ich sage dir, treff die Entscheidung Make heute. that decision today. Treff die Entscheidung That heute. you are going to get what you need in life. Dass du das bekommst, was du im Leben brauchst. Even if God will stop every sun and rain for you to get it. Selbst wenn es Gott braucht, wenn Gott die Sonne und den Mond und das alles anhalten müsste. He will do that for you to get it. Er würde es tun, damit du es You bekommst. will do that. He will do that for you. Er würde es für dich tun. Talk to him. Sprich mit ihm. Talk to him. Sprich mit ihm. Talk to him at this moment. Sprich mit ihm. Oh yes, Lord. Moment. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. You are great, God. Du bist ein großer Gott. Almighty is your name. Mächtig ist dein Name. Yes, make us stand. Triff diesen Make Schritt. us stand. Mach diesen Schritt. Make us stand now. Mach diesen Schritt. I feel like somebody is worried too much. Ich kann fühlen, dass jemand sich zu sehr Sorgen macht. There's a lady here worried too much. Da ist eine Frau hier, die sich viel zu viel I'm here Sorgen to macht. announce to you Ich möchte dir sagen, that God has taken that thing away in your Gott life. hat das weggenommen. You are worried too much. Du machst dir zu viele Sorgen. But I'm telling you, Aber ich sage dir, it is not your fight. es ist nicht dein Kampf. Jesus has done it for Jesus hat es für dich getan. you. Or somebody, if you want to give up, Und jemand möchte aufgeben. someone want to give up Jemand möchte in aufgeben. everything. In allem. I'm telling you, Und ich sage dir, don't give up. gib nicht auf. He has done it. Er hat es getan. It just you haven't seen it. Du hast es nur noch nicht gesehen. He has done it. Er hat es getan. Oh, the time this blind man is walking to Jesus, Als dieser blinde Mann zu Jesus ging, he don't know that he's going to have his sight wusste er nicht, dass er sehen würde danach. because he couldn't see anything. Denn er konnte nichts He sehen. was walking in the darkness. Er ging in der Dunkelheit. But immediately he went to Jesus. Und so wie er zu Jesus He ging. said, your faith has made you whole. Und Jesus sagte, dein Glaube hat dich komplett And gemacht. from that day onwards, Und von diesem Tag you an see, konnte er I'm sehen. telling you, whatever you need Ich sage dir, was auch immer du brauchst, has already done. es ist schon geschehen. Just you haven't seen it. Du hast es nur noch nicht You're going to gesehen. see it sooner or later. Und du wirst es sehen. Früher Very oder soon you're going to später. see it. Sehr bald wirst du es sehen. Hallelujah. Natalia, Natalia, I feel to tell you ich fühle dir zu sagen, that God is telling you that you have to overcome the enemy with joy. dass du den Feind mit Freude überwinden sollst. You are going to overcome some great things that you've been fighting long time. Du wirst etwas überwinden, wo du schon lange für kämpfst. You've been fighting for so long. Und du kämpfst schon so But lange. God is saying you overcome that thing Aber Gott sagt, überwinde es by joy, with joy. mit Freude. Have joy. Habe Freude. Let smile come out of your mouth. Lass ein Lächeln aus Let's sing sein. come out from your mouth. Sorry. Songs. Lass Lieder über deine Lippen kommen. Sing praises. Sing Lobpreis. And that's will let you overcome. Und das wird dich überwinden lassen. You have overcome. Du hast es überwunden. Natalia, God said you have overcome. Natalia, Gott hat gesagt, So du have hast the es joy. überwunden. Also habe die Let the Freude. joy flow in your life. Lass die Freude in deinem Leben Thank you, fließen. Jesus. Oh, continue to raise up your hands. Hebt weiterhin eure Hände.
of Jesus, receive whatever you need in life now in Jesus' name. And I heal you right now in Jesus' mighty name. Receive your healing. Receive your healing. Receive it now in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, in the name of Jesus, Vater, im Namen Jesus. commit the church into your hands. Ich möchte diese Gemeinde in deine Hände befehlen. Nothing stop you but few or many. Dass dich nichts davon abhält, egal viele oder wenige. We are determined Vater, wir wollen that we zielstrebig are sein, taking this nation for you. dass wir diese Nation We are einnehmen, taking Europe for you. dass wir Europa We are erreichen, taking the whole world for you. dass wir die ganze Welt And erreichen. Father, we are determined today Vater, wir sind es zielstrebig heute, dass wir vorwärts gehen. and we thank you, Jesus. Wir danken dir, Jesus, That great things dass große Dinge has happened. geschehen sind. Oh, thank you. Wir danken dir Glory. für deine Ehre. Thank you Wir danken for your dir love, für deine for your Liebe, power. für deine Kraft. Father, we thank you so much for your wisdom given to us Vater, wir danken dir so sehr für deine Weisheit, to reach out rauszugehen. to bring many to your kingdom. Dass viele zu deinem Reich We kommen. thank you Wir danken in dir. Jesus' name. Im Namen Jesus. I feel like to pray for marriage couple here. Ich fühle noch für die Ehepaare zu beten. Don't come in front here. Ihr braucht nicht nach vorne And kommen. I'm going to pray for your marriage now. Aber ich möchte für eure Ehen Father, beten. in the name of Jesus, Vater, im Namen I Jesus. seal that marriage in the name of Jesus. Ich heile diese Ehe. Whatever that is going on in that marriage, Egal was in den Ehen I geschieht. pray your healing power upon it. Ich bete deine Heilung. I pray that restoration in it, oh my Ich God. bete um deine Wiederherstellung. I pray that love to renew again Und wir möchten, dass diese Liebe sich wieder neu in aufbaut. the name of Jesus. Im Namen Jesus. Thank you. Danke. Amen. 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 Will you give God a clap of at this moment? Wollt ihr Gott einen Applaus geben? Let's shout out in our praise. Ich heile es für Amen. Amen. May God richly bless you all. Gott euch reichlich segne. Amen. Amen. Please sit down. Ihr dürft euch setzen. Sit down. I think I will still be on the MC now. But the MC is for the children. Hallelujah. So, yeah. When you are like that, it seems like you don't know how to calm down. So ist, weiß man manchmal nicht mehr, wie man runterfahren soll. What we have to do now? Okay, offering time. Okay, lass uns noch das Aufmachen einsammeln. Amen. So praise and worship team. Take over. One, that is an excuse. Aber Nummer 1 ist eine Entschuldigung But second, it is not a godly way. und das zweite, es ist kein göttlicher Weg. It is not what God wants. He wants to take a rest. Das ist nicht das, was Gott möchte. Gott möchte, dass wir eine Just Ruhe once in nehmen. a while. Ab und zu. Just to sit on a park and watch children play. Im Park zu sitzen und Kinder zu beobachten, wie sie spielen. Or dogs running around. Oder wie sie dort rumrennen. Or listen to birds singing. Oder den Vögeln zuzuhören, wie sie singen. Or take a time just to plant a flower and watch it grow. Oder eine Blume zu nehmen und sie zu pflanzen und zu warten und zu gucken, wie sie wächst. Just something random that has nothing to do with technology. Einfach etwas, was nicht mit Technologie zu tun hat. Not to sit there for years to watch it grow. Basically, what I mean is to be in nature without any distraction. Sondern das, was ich einfach meine, ist, dass wir in der Natur sind. Ohne I believe Ablenkung. that is the reason why God put Adam and Eve in a garden. Ich glaube, das ist der Grund, warum Gott Adam und Eva in einen Garten There had to be a gesetzt reason. hat. It
it wasn't just about the food, for sure. Da muss es einen Grund geben. Because guess what? Nicht nur einfach When it's about food, he used to throw manna at the Israelites. Denn wenn da im Garten kein Essen gibt, oder wenn dort kein Essen gewesen wäre, dann hätte er den Weg gefunden und hätte wie das Manna es auf sie runtergebracht. There is something nourishing about taking a break. Da ist etwas Wahres dran, mit eine Pause zu nehmen. That is a challenge to me. I don't know about you. I think you guys are not addicted to phones. Das ist eine Herausforderung. No, not at all. And nobody's using a phone in the church right now. It's just me. Like I said, I'm only preaching to myself today. Also ich predige auch zu mir selbst heute. Take a break. Mach eine Pause. If this was my church, I would say we don't use Bible apps. Because there is something about having a paper in your hands that you cannot get flipping. It's not my church. Because I'm sure half the time it is a different app. Amen. But let us learn to keep the main thing as the main thing. Let the minor things be the minor things in our life. Lass uns einfach unseren Fokus beibehalten und lass uns das wirklich im Blick haben, was wichtig ist. We need to learn to let go of the frustrations of the life. Wir müssen die Frustrationen The des little Lebens einfach frustrations. gehen lassen. The small things that are freaking us out. Like, man. Diese kleinen Dinge, die uns zur Wut bringen. It is taking too long to load. Es dauert zu lange, bis es lädt. And you're stressed about it. Und da hast du schon Stress mit. Let us keep the main thing as the main thing. Lass uns das Wichtige einfach als wichtig. But what about the big things? What about the things that actually big enough to frustrate us? Und was ist mit den großen Dingen, die eigentlich den Sinn hätten, eigentlich den Grund hätten, für uns frustriert zu sein? Things that we cannot control. Dinge, die wir nicht kontrollieren können. The doctor gives you bad news. Der Arzt gibt dir schlechte Nachrichten. You lose your job. Du verlierst deine Arbeit. You lose a family member. Du verlierst einen Familienangehörigen. Your boyfriend leaves you. Dein Freund verlässt dich, deine Freundin. Things you can't control. Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. What do you do then? Was tust du dann? The Bible says that there are some things that are definitely out of our hands. Die Bibel sagt, dass es einige Dinge gibt, die wir nicht selbst regeln können. Things that we cannot handle with our own human understanding. Dinge, die wir nicht selbst regeln können mit unserem eigenen Verständnis. In the book of Exodus, we are told the story of Moses. Im zweiten Buch Mose wird uns von der Geschichte von Mose erzählt. He's leading the people out of Egypt to Israel, to the promised land. Hat die Israeliten aus Ägypten herausgeführt und auf dem Weg ins verheißene Land. And they finally get to this point where in front of them is the Red Sea. Und sie kommen an diesen Punkt, wo vor ihnen das Rote Meer ist. Behind them they hear footsteps of Pharaoh's army Und coming. hinter ihnen hören sie die Fußstapfen der Armee der Ägypter. There's nothing they can do in that situation. Da können sie nichts tun in dieser Situation. They are stuck. It's out of their understanding and Es control. ist aus ihrer Kontrolle heraus. What do you do in such situations? Was tust du in so einer Situation? Well, what they did was cry to Moses. Was sie taten, sie schrien zu Mose. Like, Moses, were there enough tombs for us to be buried in Egypt? Mose, gab es da nicht genügend Gräber in Ägypten, dass wir dort hätten begraben werden können? They say, you led us away from that and now you're coming to bury us here. Du hast uns da hinausgeführt und jetzt werden wir hier begraben. God has forsaken us. Gott hat uns verlassen. And we're like, well, are they crazy? But if you think about it, this is us every day. Wenn wir darüber denken, manchmal denken wir, sie sind verrückt. Aber im Grunde sind das wir jeden Tag. I've been looking for a job or something to do in my career for, I don't know, the last 1.5 years. Ich suche schon seit 1,5 Jahren im Grunde nach einem Arbeitsplatz in meiner für meine berufliche Karriere. A lot of times this is how I'm feeling. God,
why have you forsaken me? Und es gibt oft genug die Situation, wo ich denke, Gott, warum hast du mich verlassen? But Moses, on the other hand, did not complain. This is what he says. Aber Mose auf der anderen Seite Exodus beschwert sich 13, nicht. verse 13, he says, Er sagt im Vers 14, he says, do not be afraid. er sagte, Vers 13, er sagte, habt keine Angst. He said, stand firm and you will see the deliverance of the Lord. Seid standfest und seht die Freisetzung, die der Herr bringt. You will see the deliverance the Lord will bring today. Ihr werdet sehen, wie der Herr uns heute befreit. The Egyptians that you see right there, Die Ägypter, die ihr dort seht, you will never see them again. ihr werdet sie nie wiedersehen. I'm sure Moses was so afraid at this moment as well. Ich bin mir sicher, dass Mose in diesem Moment auch sehr große Angst hatte. But the only thing is the definition that I said, the calm endurance in the knowledge that God has everything in control. Aber die Sicherheit, die er hatte, war, dass er die Definition von Geduld kannte. This is a Im Sinne man, von Gott richtig durchzuhalten, auf der Basis zu wissen, dass Gott die Kontrolle hat. this is a man that just a few years back he was so scared. He said, I can't even talk. I can't. Da war ein Mann vor einigen Jahren, der sagte, oh, ich habe so große Angst, dass ich nicht mal mehr reden But kann. what is the transformation that makes him say these words at this time? Aber Gott schuf die Transformation, dass er die Worte sagen konnte. The calm endurance and the knowledge that God is in control. Das ruhige Durchhalten, zu wissen, dass Gott in Kontrolle He ist. says, now listen, it is such an important verse. He says, now listen, Und das ist jetzt so ein ganz wichtiger Vers. Er sagte, the Lord will fight for you, der Herr wird für dich kämpfen. but guess what? You need only to stay still. Und warte, das Einzige, was du tun musst, ist, bleibe ruhig. That is all. Das ist alles. He said, the Lord will fight for you. You have nothing to worry about for Der sure. Herr wird für dich streiten, der Herr wird für dich kämpfen. But only one thing you need to do. Eines brauchst du nur tun. Stay still. Sei ruhig, sei still. Stand still and know that He is God. Sei ruhig und sei still und du darfst wissen, dass er Gott ist. May we take time to stand still. Mögen wir diese Zeit nehmen und ruhig zu stehen Stand still and wait. und warten. Because God has everything in control. Denn Gott hat alles in Kontrolle, In His right time. zu seiner rechten Zeit. Jesus, perfect example again. Jesus ist das perfekte Beispiel dafür. In the Garden of Eden, he's so desperate. Im Garten Eden, Garden of Gethsemane. Garden of Gethsemane. im Garten Gethsemane. He's so desperate. He's about to be killed. He knows it's coming. Wusste er, dass er kurz davor war, getötet zu werden. And he asks his disciples, three of his best, Peter, James, and John. Und er fragte seine Jünger und fragte Petrus, Jakobus und Johannes, Very trusted his best friends. seinen besten Freunden. He tells them, come with me, come with me. Und er sagte zu ihnen, kommt mit mir. He goes, he starts crying, he says, my soul is overwhelmed. Matthew 26. Und er sagte in Matthäus 26, It's overwhelmed with sorrow to the point of death. ich zerbreche beinahe unter der Last. And he says, please stay here with me, Und bleib watch with me. bitte bei mir und wacht mit mir. And we know that Peter had just declared, I will die for you, I will never let you, anybody touch you. Und wir wissen, dass Petrus kurz vorher noch gesagt hat, ich werde für dich sterben, niemand wird dich berühren. And we're told Jesus moved a bit farther from them. Und wir wissen, dass Jesus ein Stück von He started ihm praying. wegging und anfing zu beten. And he was sweating drops of blood, Und er schwitzte Tropfen von Blut. crying out, why have you forsaken me, O God? Und er sagte, Herr, warum verlässt du mich? Warum hast du mich verlassen? But when he came back to check on the disciples, Und als er zurückkam zu seinen Jüngern, 3 times he came back and they had fallen asleep. dreimal kam er zurück und dreimal waren sie eingeschlafen. After he had said, I'm overwhelmed with sorrow, please stay with me. Und er sagte, bleibt bitte bei mir. So in even the times when nobody understands what you're going through,
Und selbst in den Zeiten, wo keiner wusste, wo man nicht weiß, wie man durchgehen soll. When even the closest person, you're Peter, you're John, you're James, Und selbst ein engster Freund, so wie bei Jesus, das Is waren not there for you. Petrus, Jakobus und Johannes, Jesus still shows the example of patience with how he deals with them. zeigt Jesus das Beispiel, wie er geduldig mit ihnen reagiert, auf sie reagierte. He still treats them with patience. Er hat sie immer noch mit Geduld behandelt. May we learn this. Mögen wir das lernen? My desire is to learn this. Mein Wunsch ist es, das zu lernen. It is easy to be patient when everything is going your way. Es ist einfach, Geduld zu zeigen, wenn alles deinen Weg geht. But in those times of stress, Aber in den Zeiten des Stresses, in the times of disappointment, in der Zeit der Enttäuschung, when nobody understands, wenn keiner dich versteht, may we learn to endure. May we learn to endure mögen wir es lernen, durchzuhalten. in the knowledge that He has it in control. Zu wissen, dass Gott in Kontrolle ist. 2 Peter 3:9, the last verse I read, Im 2. Petrus 3, Vers 9 heißt, das ist die letzte Stelle, die ich lesen möchte. it says, "The Lord is not slow in keeping His promises." The Lord is not slow in keeping His promises. Gott ist nicht langsam im Einhalten seiner Zusagen. And also said, as some of you understand slowness, Wenn einige von euch Langsamkeit verstehen, so as we, in our own human understanding, how we understand time, wenn wir in unserem Zeitverständnis das verstehen, how we understand quick or fast, wie würden wir schnell und noch schneller it verstehen? is saying the Lord is not slow. Und es heißt hier, der Herr ist nicht langsam. It says, He is patient with you, Er ist geduldig mit dir. not wanting anyone to perish, Und er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, but everyone to come to repentance. sondern dass jeder zu ihm umkehren und um Vergebung bittet. He is patient with us. Er ist geduldig mit uns. My prayer is we learn to be patient with Him. Mein Gebet ist, dass wir Geduld lernen mit ihm. May we learn to be patient with the people around us. Und dass wir Geduld lernen auch für die Menschen um uns herum. And the only way of this happening is learning to endure those situations. Und das Einzige, wie wir das lernen können, ist, indem wir in diesen Situationen durchhalten. So I pray today that you respond to what the Lord is speaking, So bete ich, dass wir wirklich darauf reagieren und antworten können. that you will make a decision to slow down a bit, Dass wir die Entscheidung treffen, ein wenig runterzufahren that you will make a decision to be patient with the person und next to you, dass wir die Entscheidung treffen, ein wenig mehr geduldig zu sein mit der Person um uns herum, both Christian and non-Christian, doesn't matter. mit den Christen und auch den den Nicht-Christen. May we be slow to anger in the knowledge that God is in control. Mögen wir langsam sein, mit in Sorgen zu reagieren, denn wir wissen, dass Gott die Kontrolle hat. May we be slow to anger in the knowledge that He's slow to anger with us. Mögen wir wissen und auch mit unserer Reaktion zeigen, dass wir langsam sind, zornig zu werden, denn er ist auch nicht zornig auf uns. Amen. Amen. Thank you. Danke. I can see somebody saying, why is this just happening that quiet? The time is going. We are coming again. Manch einer von euch konnte sehen, manch einer von euch gedacht hat, warum steht er da einfach nur und sagt nichts? Wir haben auch noch das Abendmahl vor uns. We failed. We failed the test. Wir haben den Test nicht bestanden. We talk about patience now. Wir haben jetzt über Geduld gesprochen. You know what? Prosper, you were talking, you were
saying you are preaching to yourself. Prosper, du hast gesagt, dass du zu dir selbst gepredigt hast. I think you are preaching to me. Aber ich glaube, du hast zu mir gepredigt. There are so many things I have to learn on this message. Das sind so viele Dinge, die ich mit dieser Botschaft lernen muss. Because I found out that the life is too much like we are running. Denn ich habe festgestellt, dass unser Leben And we don't know where we are going. ein viel zu großer Lauf But ist. the fact is, Und wir wissen nicht, wo wir hingehen. if we are doing that, Und der Punkt ist, wenn wir das we are tun, proving to God that we don't trust Him, but we trust ourselves. dann beweisen wir Gott eigentlich, dass wir nicht ihm vertrauen, sondern eher uns vertrauen. We trust what we can do than what God can do for us. Wir vertrauen mehr an uns, als wir dem vertrauen, was Gott für uns tun könnte. And that's our problem. Und das ist unser Problem. I believe we have to allow God to come into our situation. Ich glaube, wir müssen Gott die Erlaubnis geben, dass er in unsere Situation hineinkommen There are kann. some small things we have to do. We have to plan our life ourselves. We have to plan some things ourselves. Da gibt es einige kleine Dinge, wo wir selber planen sollten. But the things out of hand, Aber die Dinge, die aus unseren Händen heraus let's sind, leave it in the hands of God. dass uns die wirklich in Gottes Hände legen. For Him to deal with it. Dass er sich darum For Him kümmert. to go with it. Dass er damit And weitergeht. we will have our peace. Und dass wir unseren Frieden And haben. we will feel the joy. Und wir die Freude fühlen. Thank you very much, Pastor, Vielen Dank, Prosper, for this message. für diese May Botschaft. God richly bless you. Möge Gott dich reichlich It's something segnen. you have to really learn. You have to read. You have to go on. Das ist etwas, was wir wirklich lernen Because müssen. many times when we hear something, when we are doing something and it seems like it doesn't work as we want, Denn sehr oft, wenn wir etwas tun und feststellen, dass es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, then we feel like life is end. dann haben wir das Gefühl, dass das Leben ein Ende ist. No, I think that there's something ahead of us. Aber ich glaube, dass da doch noch was vor uns ist. One lady told me something, and I'll never forget this. Eine Frau hat mir mal etwas gesagt und das vergesse ich I niemals. was in a deep situation, a big problem, Ich war in einem ganz schweren Problem and I was crying so much. und ich weinte so sehr. I was so confused. I thought the life has been end in my life. Und ich war so verwirrt und dachte, ich bin echt am Ende. And this man told me, Alex, Und diese Frau sagte zu mir, Alex, in every tunnel, nach jedem Tunnel there's light. ist Licht am Ende. I'm like, wow. Und ich When dachte, you wow, enter into the tunnel, wenn du in den Tunnel hineingehst, it's dark. dann ist es By the dunkel. end, Aber am Ende there is light. ist There Licht. is light, sorry. Ist Licht. So every problem, Also jedes at the Problem end of every problem, und am Ende jedes Problems there is light. ist Licht. If you take this word serious, Und wenn du dieses Wort ernst and you nimmst endure this patience that we're talking about today, und diese Geduld wirklich you anwendest see von dem, was that God Prosper can gesagt do hat, all things. dann kannst du sehen, wie Gott alle Dinge tun kann. Amen. Amen. God bless you all. Möge Gott euch Richly bless you. I'm blessed. Ich bin wirklich gesegnet und berührt. Amen. So we are going to have our communion time. Wir wollen jetzt noch das Abendmahl But haben. before having the communion, Aber bevor wir the ins time we have Abendmahl the praise and worship, bevor wir jetzt ins Abendmahl gehen, als wir den Lobpreisfolie I machen, felt something, fühlte ich etwas. and we have to bring it here now. Und ich glaube, dass ich das jetzt hier bringen We muss. have 3 types of praise and worship team in this church, Wir haben 3 Lobpreisteams hier in der Gemeinde. and anyone that thinks you have skills of singing, playing instruments, or doing something, go with worship. Und irgendwie jeder, der irgendwie